Wenn wir über die Motivation von Entwicklern bezüglich Patentthemen sprechen, müssen wir erstmal schauen, um welche Personengruppe es überhaupt geht. Entwickler in Unternehmen, das sind meistens Angestellte, die in Entwicklungsabteilungen arbeiten und die haben sehr häufig mit Patentthemen zu tun, denn die meisten Unternehmen wollen ja ihre Innovationen schützen. Die Entwickler sollen dann Empfindungsmeldungen schreiben, sie sollen aber auch die Anwälte unterstützen, zum Beispiel während des Prüfungsverfahrens oder bei Verletzungsverfahren. Doch wenn du dir schon mal eine Stellenanzeige für Entwickler angeschaut hast, dann weißt du vielleicht, dass da meistens nicht drin steht, dass sie sich auch um Patentthemen kümmern müssen. Und im Studium wird man das auch meistens nicht lernen. Also dafür haben sie überhaupt nicht abgesigned, wie man so schön sagt. Was denken jetzt diese Personen oft über Patentrecht? Richtig, nicht unbedingt was Gutes, denn es fühlt sich für sie an ein bisschen wie so eine saure Zitrone im Mund. Patentthemen sind ultra kompliziert, sie sind komplex, das Patentkauderwelsch versteht sowieso keiner, Zeit dafür hat auch niemand und oft wird ihnen noch nicht mal ihre Erfindervergütung gezahlt. Und was ist das Resultat daraus? Schlechte Kommunikation zwischen den Anwendern und den Entwicklern, wenig Mitwirken von den Entwicklern und wenige oder vielleicht sogar gar keine Erfindungsmeldung. Was bedeutet das im Endeffekt? Genau, Patentthemen werden nicht optimal betreut und damit kann auch der Schutz nicht so optimal sein, wie sich das Unternehmen das wahrscheinlich wünschen würde. Und das führt im Endeffekt dazu, dass die Marktposition des Unternehmens schlechter ist, als sie sein könnte. Das ist also unser Ausgangspunkt. Wenn man das als Unternehmen nicht möchte, was kann man dann tun? Wie schafft man es, dass die Entwickler so motiviert sind, dass sie sich besser um Patentthemen kümmern oder beziehungsweise sich überhaupt kümmern können? Und das ist wirklich eins meiner Herzensthemen. Wir müssen da unterscheiden zwischen der intrinsischen und der extrinsischen Motivation. Intrinsische Motivation kommt wirklich von uns, von innen heraus. Das ist, weil wir die Aktion selber von innen heraus machen möchten, weil sie uns Spaß macht. Und die extrinsische Motivation ist hingegen von außen getriggert. Und ich mache da mal ein Beispiel zu. Meine Tochter ist jetzt gerade 3 Jahre alt und sie rutscht gerne. Und das ist absolut intrinsisch motiviert. Sie macht es, weil Rutschen ihr gefällt. Wenn ich ihr nun jedes Mal ein Gummibärchen verspreche, wenn sie rutscht, versuche ich sie extrinsisch zu motivieren. Und irgendwann macht sie das vielleicht nur noch wegen der Gummibärchen. Dann habe ich die intrinsische Motivation verringert oder vielleicht sogar zerstört. Und genau das haben Wissenschaftler auch herausgefunden, nämlich dass die intrinsische Motivation durch eine extrinsische Motivation verringert oder sogar zerstört werden kann. Und jetzt übertragen wir das mal alles auf die Erfinder. Was ist die extrinsische Motivation? Das ist zum Beispiel sowas wie die Erfindervergütung, die ja auch nach dem deutschen Gesetz gezahlt werden muss. Die Erfindervergütung ist somit ein externer Reiz, sich um Patente zu kümmern und gute Erfindungen zu machen. Aber was ist mit der Motivation, die abseits von solchen externen Geldversprechen existiert wahrscheinlich? Und hier gebe ich jetzt mal 3 Punkte, die du quasi als Stellschrauben nehmen kannst und an denen du ein bisschen drehen kannst, um hier vielleicht eine Verbesserung zu erzielen. Punkt 1. Empathie. Und wenn du heute nur eine Sache mitnimmst von diesem Vortrag, von diesem Video, dann ist es dieser Punkt 1, Empathie. Es scheint irgendwie so einfach zu sein, aber es wird trotzdem irgendwie wenig umgesetzt. Versuch dich doch mal in die Entwickler hineinzuversetzen. Was haben sie für Herausforderungen in ihrer täglichen Arbeit? Wie sehen sie die Patentabteilung oder das Arbeiten an Patentthemen? Wo denken sie, ist da Verbesserungsbedarf? Und sich in den anderen hereinzuversetzen, das ist natürlich schon mal der erste Schritt, aber es reicht eigentlich nicht aus. Sondern an der Stelle wäre mein Tipp, frag sie doch auch einfach mal. Mach mal auf regelmäßiger Basis Evaluierung, konzipiere einen Fragebogen und trete damit in Kommunikation mit deinen Entwicklern. Was sind ihre täglichen Probleme und wie denken sie, dass du ihnen helfen kannst, diese Herausforderungen zu meistern? Was sind deine Möglichkeiten, an diesen Stellschrauben zu drehen? Punkt 2. Vielleicht hast du auch schon mal den Spruch gehört, du bist die Summe der 5 Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Und damit ist ja vor allen Dingen im Endeffekt gemeint, dass das Umfeld eine riesige Auswirkung auf das Verhalten hat. Also zum Beispiel jemand, der in einer Unternehmerfamilie aufgewachsen ist, wird mit viel größerer Wahrscheinlichkeit selbst Unternehmer werden, als jemand, der aus einer Angestelltenfamilie kommt. Das Umfeld hat einen riesigen Einfluss auf uns, weil es mitbestimmt, was wir auch an Glaubenssätzen haben. Und wenn wir jetzt das mal auf unsere Entwickler anwenden, dann sehen wir Folgendes. Damit die Entwickler motiviert sind, müssen wir ihnen ein Umfeld bieten, in dem sie sich wohlfühlen und wo sie auch die nötigen Ressourcen für ihre Arbeit bekommen. Wenn die Entwickler zum Beispiel in einer relativ uninspirierten Umgebung arbeiten, also wenn sie viel zu tun haben und auch überhaupt keine Unterstützung bei dem Verständnis zu Patenten bekommen, ja, dann ist es ja auch klar, warum sollten sie sich denn hier außerordentlich bemühen? Für die fühlt sich das viel zu viel nach Aufwand und Widerständen an.
Das heißt, wir müssen also die Umgebung optimieren und Widerstände versuchen abzubauen. Ein Umfeld schaffen, in dem eine positive Atmosphäre besteht, in dem die Entwickler genug Zeit haben für Patentthemen und wo das Thema Patente positiv besetzt ist und wo die Entwickler auch die Ressourcen haben, um Patentthemen stressfrei im Alltag anzugehen. Überleg doch daher einfach mal, was du erschaffen kannst oder was dein Unternehmen erschaffen kann, um eine positive Atmosphäre herzustellen. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, bei deinen Entwicklern ein gutes Grundwissen zu Patentthemen zu schaffen, damit sie endlich das Patentkauderwelsch verstehen und stressfrei ihrer täglichen Arbeit nachgehen können, dann melde dich gerne bei mir, denn genau das ist als Patenttrainerin meine Aufgabe. 3. Punkt. Wenn wir langfristig etwas ändern wollen, müssen wir Gewohnheiten schaffen. Gewohnheiten helfen uns, Widerstände abzubauen. Du kennst es vielleicht auch von dir selber, joggen gehen, Sonntagmorgens um 5 Uhr. Wenn du das zum ersten Mal machst, dann kostet das eine Menge an Überwindung. Aber wenn du dran bleibst und es regelmäßig machst, dann wird es zur Routine und dann denkst du gar nicht mehr so richtig darüber nach und machst es einfach. Deine inneren Widerstände bauen sich dann immer weiter ab. Und so ist es auch hier. Wenn wir das Thema als festen Bestandteil im Arbeitsleben der Entwickler etablieren wollen und wir nicht wollen, dass sie nur ab und zu mal eine Minute frei haben und dann daran arbeiten, dann müssen wir hier Routinen schaffen. Das Ganze hat übrigens mit der Neuroplastizität des Gehirns zu tun. Wir können nämlich das Gehirn und seine Strukturen verändern. Es dauert dabei ungefähr 60 Tage, bis sich das Gehirn verändert hat. Fassen wir also nochmal die 3 Punkte zusammen. Punkt 1 ist Empathie. Punkt 2 ist, erschaffe ein positiv besetztes Umfeld und gib auch den Entwicklern die Ressourcen, die sie brauchen für ihre tägliche Arbeit. Und 3, schaffe Gewohnheiten, schaffe Routinen, damit sich die Widerstände weiter abbauen. Im Februar 2022 habe ich einen ziemlich langen Vortrag bei einem Zusammenschluss aus japanischen Patent Professionals gehalten, also Patentanwälte und Patentprüfer. Das war natürlich sehr viel ausführlicher. Ich habe das jetzt hier einfach mal ein bisschen zusammengefasst und mich auch auf die wichtigsten Punkte fokussiert. Aber wenn du mehr Informationen dazu haben willst, dann sprich mich gerne an. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute dabei warst und ich hoffe, dass du was für dich mitnehmen konntest. Abonniere auch gerne meinen Kanal für weitere Videos. Für jetzt sage ich erstmal bis bald und bye bye.